Hallo meine Freunde, und wieder schrauben wir an unserem Golf. Dieses Mal bekommen wir neue Achsmanschetten. Die sind noch nicht gerissen, aber zeigen schon tiefe Risse. Und es ist viel einfacher, die Manschetten zu wechseln, bevor sie ganz gerissen sind, weil wir dann das Gelenk nicht reinigen müssen. Für die Reparatur müssen erstmal die Kappenmuttern weg. Erstmal die Radmuttern. So, jetzt ist ganz wichtig, diese Mutter müssen wir unbedingt lösen, bevor wir das Fahrzeug aufgucken, weil die hat ein verdammtes Lösemoment. Bei der Gewalt, die wir jetzt benutzen werden, geht das ganze Auto durch, also erstmal ein Keil drunter. Auf die Länge kommt es an. Dann nimm das Rohr gleich mal in die Hand. Ja, runter. Mach weiter. Und gut. Langsam, aufgehoben. Okay. So, zum Lösen der Antriebswellen brauchen wir hier eine lange 8er Vielzahn-Stecknuss. Und am besten auch auf dem langen Stachenhebel. Darauf achten, dass er gut im Loch sitzt. Werden nun die Schrauben ausgedreht. Das war die erste. Und mit den Schrauben, immer mit 2 Stück, gibt es solche Bleche. Nicht verlieren, brauchen wir nachher wieder. Jetzt habe ich die Welle vom Getriebe ab. Allerdings kommen wir jetzt nicht unbedingt raus. So. Die Originalmanschetten hielten 25 Jahre, die sind noch keine 5 Jahre drin. Schaut ihr, was heutzutage von Ramsch verkauft wird. Jetzt wollen wir die Taste nicht lang. Dann rauskommen. Wir schrauben die Mutter der Achswelle außen vollständig ab. Und da ist das Teil. Und da ist das Teil. Vielleicht kann mir einmal jemand erzählen, warum hier so eine Schräge ist und die Mutter dann so dünn, dass man nur auf der halben Mutter überhaupt noch Kraft fasst. Haben die Welle aus dem Fahrzeug. Für die Arbeiten an der Welle ist es nun von großem Vorteil, wenn man einen Schraubstock hat. Ohne den wäre die Arbeit jetzt enorm schwierig. Biegen wir die Halter hier auf und nehmen die Schlauchschellen ein. Nun kann die Manschette nach hinten. Jetzt müssen wir das Gelenk abnehmen, aber das müssen wir trotzdem noch entfetten. Die Manschette war ja noch nicht gerissen, das heißt, es reicht, wenn wir das so machen. So, jetzt müsst ihr aufpassen, es gibt natürlich wie immer bei VW verschiedene Ausführungen. Dies ist eine Welle, bei der der Sicherungsring innen drin sitzt, da muss das Gelenk nur abgeschlagen werden. Mit ein paar zarten Hammerschlägen treiben wir das Gelenk von der Welle. Jetzt müsst ihr aufpassen, dass das ganze Kleinzeug, also hier kommt eine Tellerscheibe. Die Tellerscheibe ist so rum gewölbt. Also hier ist das Außengelenk, hier geht es zur Welle und dann war die Abstandsbuchse so drauf. So, jetzt das alte Teil runter. Einmal die Manschette. Dann muss die Tellerfeder, das Abstandsstück alles neu. Aha, alles dabei. Und hier müssen wir diese Feder jetzt noch wechseln. Und den unteren Teil habe ich von der und den oberen Teil. Das wäre die Wellensicherung des anderen Wellentipps und bei dieser ist so eine Sicherung drin. Gefühl. Danach kommt die Tellerscheibe, wie gesagt so rum, und der Anschlag fürs Gelenk. Installieren. Probieren es mal mit einer Spreizange. Und fertig. Wie schon gesagt, war die alte Manschette ja nicht ganz gerissen, das heißt, ich kann jetzt darauf verzichten, das Gelenk vollständig zu entfetten, zu reinigen und wieder neu einzufetten. Sprich, wir werden jetzt auch nur die Hälfte des Fetts benutzen. So, hier machen wir mal gut ins Gelenk rein. Dann machen wir später noch ein bisschen in die Manschette.
wird aufgesetzt, dann zartfühlend aufgeschlagen und eingerastet ist das Teil. Von dem Fett machen wir noch ein bisschen was in die Manschette. Jetzt kommt die Manschette hier aufs Gelenk. So, das war's schon. Da die mitgelieferten Teile schon nicht passen, müssen wir uns halt selbst eine Schelle zuschneiden. Zum Glück haben wir ja was zu Hause. So, hier machen wir es schön rund, damit es keine Stiche im Plastik gibt. Von mir natürlich. Und die Rundung ein bisschen rauskriegen. So, jetzt geht es aber einen Zahn enger. Ich kontrolliere nochmal, dass jetzt alles gut funktioniert, ob wir genügend Luft im System haben. Passt alles wie eine 1. Jetzt kommt meine Spezialzange zum Einsatz. Und gut. Sitzt nämlich relativ stramm. Einfädeln tun wir das Teil genauso wie es ausgefädelt wurde. Das heißt, es kommt erstmal hier vorbei, dann kommt der Achsdrücker in die Verzahnung. Aber auf die Innenseite haben wir auch ein bisschen neues Fett. Kann nicht schaden. Zu finden. Das ist jetzt gleich welche, aber das eine Mal sitzt. Okay. So, die nächste Schraube machen wir dann schon mit dem Blech rein. Natürlich kommt eine neue Stoppmutter auf die Achse. Im Prinzip hätten wir das Rad ja auch drauf lassen können, aber um euch bessere Bilder zu zeigen, war es unten. Viel Arbeit ist es ja auch nicht. Wir montieren jetzt über Breitreifen wieder. So, die Filzhandschrauben am Getriebe bekommen 45 Newtonmeter. Bevor wir die Zentralmutter anziehen, müssen wir das Fahrzeug ablassen. Die Zentralschraube wird mit 230 Newtonmeter angezogen. Es gibt ja Leute, die zahlen bei meiner Freundin Gitta ein Vermögen für solche Übungen. Bei mir ist es sowas günstiger und nachher ist das Auto noch repariert. So, jetzt relaxen wir. Und den Schlüssel auch. Zum Schluss bekommen die Radmuttern noch ihre 90 Newtonmeter. Noch unsere schöne Retro-Kappen drauf. Und wir haben mal wieder eine Reparatur beendet. Tschüss, bis zum nächsten Film.